Moin Jono und willkommen bei einer neuen leckeren Folge von Grill Coach Gerrit. Heute trifft Traditionelles auf Modernes, denn ich bereite heute traditionelle Frikadellen zu. Dazu gibt es noch Ofengemüse und Kartoffeln und das Ganze wird in diesem nagelneuen Airfryer von der Firma Cosuri zubereitet. In einem vorigen Video, da habe ich euch bereits diesen Cosuri Airfryer vorgestellt. Das Video, das blende ich euch mal hier oben ein. Da geht es eigentlich darum, dass ich mal sehen wollte, ob so ein Airfryer, was eigentlich für Griller ist oder für Barbecuer, ob es eine schöne Ergänzung ist oder ob es quasi auch alles ersetzen kann. Guckt es euch mal an. Heute geht es aber weniger um das Cosuri, sondern mehr um die Frikadellen oder das Zusammenspiel von beiden. Denn ich möchte gucken, wie ich diese Mahlzeit mit zwei Beilagen in dem Cosuri zubereiten kann. Nicht lang schnacken, Freunde, und ran an die Zutaten. Als Zutaten für meine Frikadellen, dann nehmen wir heute Hackfleisch, halb und halb, das seht ihr hier unter. Wir nehmen ein Ei, wir nehmen Paniermehl und würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Das Ganze verquirle ich gleich noch und mache richtig schöne Frikadellen draus oder Klopse oder Buletten. Schreibt es mal unter das Video, wie ihr diese Teile nennt. Bremsklötze vielleicht. Als erste Beilage haben wir einmal Ofenkartoffeln. Da habe ich hier Zucchini, Aubergine, Paprika und Zwiebeln. Das Ganze habe ich so ein bisschen mit Gemüsesalz, Salz und Pfeffer quasi und Olivenöl gemischt, damit das Ganze schon ein bisschen durchziehen kann. Und als weitere Beilage habe ich hier kleine Drillinge oder kleine Kartoffeln. Um die zu unterstützen bei der Garung, nehme ich mir eine Gabel und steche die alle mal ein bisschen ein hier. So wie dies hier, seht ihr? Dadurch, dass sie jetzt quasi ein bisschen geöffnet sind, unterstützt das bei der Garung. Dann widmen wir uns jetzt zu dem Hack. Da habe ich mich entschieden, natürlich noch ganz spontan, da gehören noch Zwiebeln rein. Muss man nicht, kann man. Die gesamten Zutaten jetzt für diese Frikadellen, die findet ihr unten unter meinem Video. Aber in diesem Video geht es ja eigentlich eher darum, wie diese Frikadellen in dem Airfryer werden. Und dann mischen wir uns mal aus dem Hack und den ganzen anderen Zutaten hier schöne Frikadellen, Frikadunsen, egal wie ihr sie nennt. Wenn ich soweit bin und das Hack so leicht Fäden zieht und Bindung hat, dann seid ihr wieder dabei im Video. So, 3-4 Minuten später, mein Hackklops hat jetzt schon schöne Bindung. Mache ich mir daraus eine kleine Rolle. Und dann teilen wir uns das mal in 3 möglichst gleiche große Teilchen. So ungefähr sollte das passen. Und dann werden wir uns mal unsere Frikadellen formen. Ich habe jetzt mit Absicht nicht so große genommen. Das sind jetzt immer nur so gute 100 Gramm, denke ich. Denn im Airfryer sollen die natürlich auch schön durchgaren. So, ich denke, die 3 sind ungefähr gleich groß. Die legen wir uns zurück in unsere Schale, denn die gehen gleich nochmal zurück in die Küche, bevor hier jetzt die Fliegen kommen. Denn jetzt geht es erstmal weiter mit dem Cosuri und den Kartoffeln. Wie ihr seht, habe ich hier die Trennung drin. Und in die erste Schublade, da gebe ich jetzt meine angestochenen Kartoffeln rein. Das sind ungefähr 500 Gramm. Und dann nehme ich mal die App, weil das Display tatsächlich nicht so gut zu erkennen ist bei dem Licht. Richte ich mir die Zone 1 ein. 180 Grad für 38 Minuten. Bestätigen. Und wir richten uns auch gleich die Zone 2 ein. Auch 180 Grad. Für 18 Minuten. Bestätigen das Ganze, sagen Sync. Damit soll beides gleichzeitig fertig sein. Das heißt, die Zone 1 sollte jetzt mit dem Garen beginnen. Und wenn die ersten 20 Minuten rum sind, dann sehen wir uns hier wieder, denn dann gehen ja die weiteren Zutaten rein. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wir sind jetzt knapp vor 18 Minuten. Für mich jetzt Zeit, bevor die zweite Zone anläuft, einmal nachzulegen. So sehen die Kartoffeln aus. Die sehen schon gut geröstet aus. Gucken wir uns mal einmal an. Ja, die sind aber noch nicht ganz weich. Da geht jetzt das Gemüse mit rein. So mischen wir uns mit den Kartoffeln. Und auf die andere Seite unsere Frikadellen. Und wieder zu. Und weiter geht's. Wir haben jetzt
Genau 18 Minuten Restzeit erreicht. Und die Zone 2 mit den Frikadellen ist nun auch gestartet. Ungefähr die Hälfte von den 18 Minuten ist um. Gucken wir mal nach und drehen mal die Frikadellen. Oh, das sieht aber gut aus. Auch das Gemüse, das werden wir mal so ein bisschen bewegen. Das sieht schon richtig gut aus. Und die Frikadellen, jetzt noch mal einmal andersrum. Aber ich muss sagen, die sehen von beiden Seiten eigentlich gleich aus. Weiter geht's. So, wir sind bereits bei der letzten Minute Restzeit angekommen. Tatsächlich muss ich sagen, kommt ein Duft schon ganz prima rüber. Gespannt bin ich auf die Frikadellen, ob die auch bei 180 Grad ein bisschen Röstaromen bekommen haben, denn das ist für mich tatsächlich elementar. So, und fertig. Und dann werden wir mal nachschauen. So sieht's aus. Ich muss sagen, im ersten Blick kann es das schon mal sehen lassen. Jetzt ist Zeit, das Ganze natürlich mal zu probieren. Dann nehmen wir uns erstmal eine von den Frikadellen. Ich zeige sie euch mal vom Dichten. Ist halt ein bisschen anders wie so aus der Pfanne oder so. Aber hat schon eine schöne Kruste. Vielleicht könnte man sogar noch ein paar Grad höher gehen. Probieren wir aber erstmal. Dann von den Kartoffeln. Die sehen so aus. Ein bisschen schrumpelig. Gucken wir mal, ob die auch gar sind. Und einmal so einen schönen Griff von unserem Ofengemüse. Das ist natürlich jetzt vom Volumen her ganz schön zerfallen. Und das probieren wir jetzt mal. Natürlich erstmal unseren Hackklops. Den schneide ich mal einmal an. Unsere Frikadelle, ob die auch gar ist. Und ich würde sagen, Freunde, auf alle Fälle. Also geschmacklich schon mal sehr gut ist ja auch das Rezept von der Svenja. Kruste hat sie auch, die ist nicht ganz so dick wie in der Pfanne, aber sie ist da. Dann werden wir mal die Kartoffeln probieren. Oh, definitiv gar. Mal probieren. Kann man natürlich noch ein bisschen mit Salz oder so würzen. Lecker. Das war wirklich gut. Dann nehme ich mir einfach mal von dem ganzen Gemüse hier so ein Gabelchen hier voll. Beim Gemüse hätte man vielleicht ein paar Minuten weniger gekonnt. Ich glaube, da würden noch 14 reichen. Es ist aber immer noch okay. Es ist an der Schale ein bisschen trocken, aber es geht absolut. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. So ein traditionelles Rezept, wie die schönen Frikadellen im modernen Airfryer zu machen. Ist das eine Alternative? Die Kartoffeln gefallen mir sehr gut. Wie gesagt, das Gemüse hätte 2-3 Minuten weniger gekonnt, aber absolut noch im Rahmen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier vorne könnt ihr gerne noch ein Abo geben für den Kanal. Und auf der rechten Seite blende ich euch nochmal 2 weitere Videos ein. Oben das, wo wir den Airfryer getestet und vorgestellt haben, und unten ein aktuelles Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach-Gerrit-Zeit. Ciao. Ich muss sagen, die Kartoffeln, mit denen bin ich auf Kriegsfuß, die sind richtig gut geworden.